Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School lernen wir die Basics vom Stickhandling. Bevor man irgendwelche richtig coole Moves lernt, muss man die Basics lernen. Ich zeige euch heute, wie das geht. Wir werden über den Grip, den Körperhaltung und die eigentlichen Stockbewegungen reden. Reden wir über den Grip. Obere Hand ist stark, wie ein Hammer. Ich zerdrücke die Schläger zwar nicht, aber ich muss mit meiner oberen Hand einen relativ starken Grip haben. Den unteren Hand, der ist locker, der muss ein bisschen rutschen können, der ist als Steuerung da. Ich werde zwar nicht, wie manche es vormachen, die ganze Zeit hoch und runter rutschen mit meiner Hand, aber damit ich gute Bewegungen machen kann, muss meine unteren Hand den Schläger relativ locker greifen. Zweite Sache ist, beim oberen Hand, ob mein Zeigefinger oder ein paar Finger ein bisschen weiter vorne sind oder komplett zu sind, das ist nicht ganz so wichtig. Je nachdem, wie es am besten fühlt. Wichtig ist, was viele Spieler machen, was wir vermeiden müssen, ist, dass wir den sogenannten Bleistiftgrip vermeiden. Ich weiß nicht genau, warum viele Kinder das machen. Vielleicht, weil die zuerst, bevor die einen Eishockeyschläger einen Stift in der Hand hatten, ist, dass die den Schläger so greifen mit der oberen Hand. Aus dieser Position habe ich überhaupt keine Kraft, wenig Kontrolle. Meine Finger greifen alle um den Schläger. So ist gut, so ist schlecht. Kommen wir zum Körper- oder Armhaltung. Wichtig ist, dass beide Arme frei sind. Ich sperre meine Hand nicht an meinen Körper ein. Dann kann ich alles nur aus meinem Schulter, aus meiner unteren Hand machen. Wichtig ist, dass beide Arme frei sind, damit ich den Schläger in alle Richtungen bewegen kann. Also, obere Hand weg vom Körper. Und jetzt kommen wir zum Stickhandling-Bewegung. Die Scheibe ist mittig auf meinem Schlägerblatt. Ich bewege es hin und her. Ich rolle meine Handgelenke auch über den Puck, damit mein Schlägerblatt den Puck schön kappt. Ich will nicht, dass mein Schlägerblatt offen ist. Dann kann sein, dass der Puck leicht wegrutscht. Und ich versuche, in kleinen Bewegungen den Puck hin und her zu bewegen. Wichtig ist bei dieser Bewegung, vor allem wenn man das Stickhandling lernt, ist, dass man versucht, so leise wie möglich zu sein. Wenn man leise ist, dann weiß man, dass diese Bewegungen ganz schön sind. Wenn man laut ist, das ist Holzhacken. Sanfte Bewegungen, hin und her, ganz leise. So, wenn das gut klappt, dann können wir versuchen, die Scheibe ein bisschen seitlich hin und her zu mischen. Auf der Vorhandseite, dann die nächste Stufe auf der Rückhandseite. Wichtig dabei ist, dass wir versuchen, dass unsere Schlittschuhe auch nicht mitzudrehen. Wenn manche Neulinge anfangen mit dem Stickhandling und wir sagen, tu die Scheibe auf eure Seite, was passiert automatisch? Drehen sie sich. Naja, da bin ich genau in meiner Anfangsposition von vorher. Schlittschuhe bleiben vorne, Scheibe ist auf meiner Seite, als ob ich vielleicht im Spiel schießen oder passen würde. Und ich bewege es sanft hin und her. Wenn es euch gut gelingt, natürlich am Anfang, schaut man auf den Puck. Wenn es euch gut gelingt, dann versucht ab und zu mal hochzuschauen. Wenn man die kleinen Stickhandling-Bewegungen gut klappen, dann kann man versuchen, das alles ein bisschen breiter zu machen. Achte aber darauf, dass mein Körper in diesem Fall auch mitgeht.
Viele Trainer sagen, okay, wir rutschen unsere Hände den ganzen Weg, aber das ist nicht wirklich realistisch in einem Spiel. Sowas passiert nicht so oft. Danke an Stickhandling-Guru Pavel Barber für diesen kleinen Tipp. Bewegt euer Körper mit. Wenn ihr den NHL-Spieler anschaut, wenn sie richtig breite Bewegungen, meistens machen die es aus dem Körper und nur im absoluten Notfall bewegen sie ihre Hände den ganzen Weg hoch oder runter. Was viele Spieler ein bisschen falsch machen, ist, dass die den Schläger ganz fest mit der unteren Hand greifen und zu locker mit dem oberen Hand. Hier eine kleine Übung für euch. Ihr nehmt eine Klopapierrolle oder wenn es geht auch etwas fester, weil der geht relativ schnell kaputt. Steckt es auf euer Schaft und dann müsst ihr nur mit der oberen Hand arbeiten. Aus der oberen Hand kommt die ganze Kontrolle. Sieht dann so aus. Ich greife den Schläger gar nicht mit meiner unteren Hand. Die rutscht ein bisschen, aber nicht den kompletten Weg. Und meine komplette Bewegung kommt aus dieser Hand. Wenn man den Stickhandling aus dem Stand gemeistert hat, sollte man es natürlich aus einem leichten Lauf üben. Ich zeige euch, wie es geht. So, das war's zum Stickhandling Basics bei Marcel's Hockey School. Stickhandling ist ein Skill, den man wirklich überall üben kann, ob auf dem Eis oder draußen auf der Straße oder im Keller. Und es ist auch ein Skill, den man auch im Sommer oder im Winter ein ganzes Jahr lang üben kann und muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.